Hallo und herzlich willkommen zum 6. Teil meiner Motorüberholung für den Smart Motor mit 599 Kubikzentimeter. Im letzten Teil habe ich euch ja gezeigt, wie man die Steuerzeiten bei dem Smart Motor richtig einstellt. Und ja, heute geht es weiter mit den anderen Sachen, dass man den Zylinderkopf wieder richtig festschraubt. Ja, und die ganzen Sachen, die können wir uns jetzt mal anschauen. Als nächstes habe ich dann das Thermostatgehäuse wieder an den Zylinderkopf angesetzt, habe da ein bisschen Dirco temperaturbeständiges Silikon wieder noch mit dran gemacht, zusätzlich zur Dichtung, und habe dann die beiden E10er Torx-Schrauben mit 12 Newtonmeter festgeschraubt. Als nächstes brauchen wir eine richtig stabile Torx-Nuss, eine E12er und am besten ein sehr stabiles T-Stück, weil hier müssen wir jetzt die Zylinderkopfschrauben festziehen. Da kommen richtig Kräfte zustande, und wenn man da mit so einem Billigwerkzeug anfängt, das verbiegt sich nachher oder bricht womöglich kaputt und dann verletzt man sich womöglich noch. Das wäre dann nicht so schön, also deswegen. Nimmt eine vernünftige E12er Torx-Nuss und ein stabiles T-Stück und eine Verlängerung, vielleicht noch ein Stückchen Rohr zur Verlängerung. Ja, dann sollte das eigentlich richtig gut funktionieren. Ganz wichtig ist es hier jetzt darauf zu achten, dass man wirklich neue Zylinderkopfschrauben nimmt und keine gebrauchten. Das sind sogenannte Dehnschrauben und die kann man also nur einmal verwenden. Wenn man die wiederverwendet und man schraubt die fest, kann es passieren, dass einem diese abreißen. Ja, und dann hat man ein richtiges Problem. Also nehmt auf jeden Fall neue Zylinderkopfschrauben. Man kann den Zylinderkopf auch nicht einfach so beliebig festschrauben, sondern es gibt eine vorgegebene Reihenfolge, wie man die Schrauben nach und nach anziehen muss. Ich habe euch hier mal dargestellt, in welcher Reihenfolge die Schrauben hintereinander angezogen werden müssen. Diese Reihenfolge steht aber auch mit einem Zettel, der bei der Zylinderkopfdichtung mit dabei ist. Ich habe die Zylinderkopfschrauben mit einem Drehmoment von 21 Newtonmetern festgeschraubt, plus 90 Grad und nochmal plus 90 Grad. Das bedeutet, man schraubt erstmal alle 8 Schrauben in der vorher genannten und gezeigten Reihenfolge leicht fest und man fängt dann an, diese immer fester zu schrauben. Aber immer die Reihenfolge beachten. So, und irgendwann ist man bei 21 Newtonmetern angekommen. Damit sind dann alle 8 Schrauben erstmal fest. Dann muss man jede einzelne Schraube nochmal um 90 Grad weiter drehen. Wenn man das wieder mit allen 8 Schrauben in der richtigen Reihenfolge gemacht hat, dann wird es schwierig, weil das wird immer schwerer. Dann muss man nochmal alle 8 Schrauben jeweils um 90 Grad weiter drehen. Die beiden Schrauben, die ganz rechts unten im Zylinderkopf sitzen, werden mit 27 Newtonmetern festgeschraubt. Als nächstes habe ich die Riemenscheibe auf die Kurbelwelle gesteckt und dann die Kurbelwellenschraube festgeschraubt. Wie man hier sehen kann, habe ich dazu das Rad abmontiert, hinten rechts. Ja, habe dann 2 Verlängerungen genommen und ja, natürlich einen Drehmomentschlüssel und eine sehr stabile Nuss. Diese Kurbelwellenschraube, die wird mit 140 Newtonmetern festgezogen und dann nochmal um 90 Grad weiter gedreht. Ich habe dazu noch ein Rohr über den Drehmomentschlüssel geschoben, damit der Hebel etwas länger wurde, weil das sind schon enorme Kräfte, die da auftreten. Passt also gut auf, dass ihr nicht abrutscht, sonst verletzt man sich sehr schnell. Also zieht am besten irgendwie Handschuhe an und legt noch irgendwie ein Kissen drunter,
damit, wenn der Drehmomentschlüssel abrutschen sollte oder die Nuss kaputt brechen sollte, damit ihr nicht mit den Händen auf den Boden donnert. Beim nächsten Arbeitsschritt habe ich dann die dreieckige Halterung für den Klimakompressor wieder angeschraubt und auch dadurch ist dann der Klimakompressor wieder in seiner ursprünglichen Position. Dann habe ich also die beiden Riemen wieder eingesetzt und ja, wie man das macht, sollte eigentlich jeder von euch wissen. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht noch extra erklären, wie man das macht. Dass man also die Spannrolle auch wieder anbringt. Ja, das denke ich mal, kriegen alle hin. Die Riemen spannt man eigentlich nur so stark, dass man den Riemen eine Viertelumdrehung verdrehen kann im gespannten Zustand. Hier kann man jetzt sehen, wo das Ölpeilstabrohr wieder reingeschoben werden muss und mit einer Schraube wird das ja noch festgezogen. Man sollte auch einen neuen O-Dichtring dafür verwenden. Die obere Halterung von dem Ölpeilstabrohr wird zusammen mit dem Ventildeckel festgeschraubt. Hier sieht man jetzt den Ventildeckel von innen oder von unten mit der alten Dichtung. Man sieht also, das ist eine schwarze Dichtung, die da rundum läuft. Die habe ich schön entfernt, vorsichtig, und habe die Dichtflächen vom Zylinderkopf und vom Ventildeckel schön sauber gemacht und entfettet und habe dann Dirco hochtemperaturbeständiges Silikon aufgebracht, ungefähr 5 mm dick, und habe dann den Ventildeckel wieder auf den Zylinderkopf aufgesetzt und festgeschraubt. Die Ventildeckelschrauben werden mit 12 Newtonmetern festgeschraubt. Man muss gleichzeitig das Ölpeilstabrohr auch mit einer Schraube mit festziehen. So, damit hätten wir dann schon mal wieder den Motor geschlossen. Da kann also nichts mehr passieren. Wenn dir meine Videos gefallen, dann sei doch so lieb und abonniere meinen Kanal. Ich brauche noch einige Abonnenten, damit ich wieder Geld von YouTube bekomme. Da bin ich ganz ehrlich. Wenn ich dir mit meinen Videos geholfen habe, wäre das schön, wenn du mir dann auch helfen würdest, indem du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also, schöne Grüße, euer Smart.